Mann, ey. Jetzt bin ich endlich raus aus dem Urwald. Jetzt so eine kleine Ortschaft. Ich habe mich mal auf Wassersuche begeben und noch am Schlafplatz. Ist ja noch passiert, ne? Ja, das war mal einer meiner Gehstöcke. Der hat es nicht geschafft. In irgendein Loch reingestiegen, knack und mit dem Knie direkt gegen den Stock. Da hat es Knacks gemacht und da war es vorbei. So, die hat nur einen so einen Stock noch. Na, besser ist gar kein, ne? Gerade für bergab gehen ist halt das echt geil. Das ist die Ortschaft jetzt hier. Ich weiß nicht, ich muss noch mal schauen, wo ich lang muss. Das ist natürlich jetzt schon wieder richtig scheiße, ne? Hier wären schon ein paar Plätzchen irgendwie zum Zelten, aber da muss ich mal die Einheimischen irgendwie fragen, weil ich will ja keinen Stress. Es ist jetzt 3:45. Ich wollte eigentlich vielleicht nur jetzt eine Stunde oder so machen und dann will ich was essen. Mich hinlegen. Das ist also eine schöne Fläche, ist eine schöne Wiese hier. Vielleicht merke ich mir das hier mal und gehe dann nochmal hoch, das wäre mir dann wurscht. Ne? Hauptsache ich habe hier einen Platz. Kurz erstmal Wasser. Und mal auf den Schreck jetzt da klarkommen. Bin natürlich an so einen Dornenbusch reingefallen hier, die ganze Hand ist blutig. Oh mein, mit Verlust ist zu rechnen. Also weiter geht's. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Heute ist ein Auf und Ab heute. Heftig. Aber es war gigantisch. Also diese Steinformationen und was die Natur hier darstellt, ist schon sehenswert. Ja, Mai. Muss ich halt morgen mit einem Stecker weiterlaufen. Bis Sonntag, Montag dann noch. Ja, ich bin hier raus aus dem Dschungel. Der ist hinter mir. Ich glaube halb. Dann bin ich hier den Weg runtergegangen noch hier. Da, die bauen hier ganz viel selber an. Ne? Die sind ja relativ autark hier, die älteren Madrilenen. Und da ist vorne halt da eine kleine Wasserquelle gewesen. Da habe ich mir mein Wasser aufgefüllt alles. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich frage jetzt einfach mal hier jemanden, ob ich hier auf der Wiese irgendwo mein Zelt aufbauen kann. Und da kam halt noch einer und den habe ich dann gefragt. So, ich habe also beim besten Portugiesisch, was Google Translate hergegeben hat. Ich habe das eingegeben, den Text, und habe das versucht vorzulesen. Dann hat er ein wenig dumm gegrinst, aber ich habe mir gedacht, komm, bevor du ihm das Handy direkt zeigst, wo das draufsteht, liest es ihm vor, macht dich vielleicht ein bisschen sympathischer. Und hier in seiner Area hat er mich nicht zelten lassen hier, also hat er, ne? Aber hier so in dem anderen Bereich. Also hier habe ich jetzt mal Zelt aufgebaut. Wir sind vorher noch ein paar Wanderer vorbeigekommen. Ich sag mal so, mir war es ganz recht, weil ich wollte echt mal weitergehen. Mir tun die Füße wirklich weh. Nicht ganz 20, ich glaube das waren 18,6 irgendwas, ist ja vollkommen wurscht. Aber die Höhenmeter haben es halt heute rausgerissen. Also dieses Auf und Ab, also es war schon zwar nicht. Also ich bin froh, dass ich jetzt hier liegen darf. Wenn der Untergrund ein bisschen scheiße ist, aber hey, guck dir mal die Kulisse an, wo ich hier liege. Ich bin da schon dankbar für. Ich brauche auf jeden Fall jetzt irgendwas zum Essen, weil ich merke, wie ich nicht mehr ganz rund tick. Das ist natürlich echt ärgerlich mit diesem Stick. Also siehst du es mal, ne? Carbon ist halt schön leicht, aber wenn du mal mit dem Knie dagegen kommst, beim kompletten Gewicht, macht's Knacks. Ja, ich will jetzt nicht erzählen, was die Sticks gekostet haben, diese Wanderstöcke. Na wurscht, ich hab Hunger, ich esse jetzt was und vielleicht mal später nochmal. Hola! So, wir sind wieder auf dem Weg. Ich habe die Nacht wirklich sehr gut gepennt. Bin zwar ein, zwei Mal wach geworden, aber es war eine traumhaft ruhige Nacht. Es ist halt einfach so viel angenehmer, wenn du jetzt ständig der Wind um die Ohren pfeift. Das Zelt ist so ein bisschen nass vom Morgentau. Das habe ich jetzt einfach hinten auf dem
Rucksack zum Trocknen gehängt. Ich muss sagen, meine Füße, vor allem die Fersen, die fühlen sich ein bisschen matschig an. So. Ich denke, das kommt von der Malträtierung der Steine gestern. Aber wir werden sehen, wie sich das verhält. Ich probiere es jetzt erstmal eine Weile ohne Stecker, weil wie gesagt, ich habe ja einen verloren gestern. Aber ich habe ja schon improvisiert, also ich habe hier schon meinen Bambusstick, falls es mal passiert. Stehen der Kanal ein bisschen was ab. Kannst du nicht so oft hernehmen, weil sonst hast du gleich die Blasen an die Finger. Aber besser als nichts. Das läuft schon. Ich war heute früh, bevor ich alles hier oben fertig gemacht habe, in der Wasserquelle unten habe mal meine Füße gewaschen. Das war bitter nötig. Andere Körperstellen hatten das auch bitter nötig. Alter, im Mund. Aber da kam gleich der erste Muchacho an und hat gefragt, wer ich bin und was ich hier mache und so. Der konnte tatsächlich ein bisschen Englisch, weil die meisten hier. Aber das ist ja geil hier, das Haus mit dem pinkfarbenen hier, oder? Sticht fast nicht raus. Also was wollte ich sagen? Ja, dass die Einheimischen hier, gerade die ältere Generation, die sprechen nicht so das Englisch. Aber das lief. Das war cool. Dann schauen wir, wo es uns hin verschlägt. Also das ist halt echt ein idyllisches kleines Käfflein hier, ne? Mich würde ja echt interessieren, auch von was die so leben. Also arbeitstechnisch, ne? Also klar, viele wahrscheinlich Tourismus und so. Aber ich sehe so viel. Jetzt kommt der Auto, jetzt wird's laut. Ich sehe hier so viel, dass die selbst anbauen, weil da lege ich mich jetzt weiter aus dem Fenster. Ich sag, mindestens die Hälfte von dem, was die Leute hier verzehren, das bauen die alles selbst an hier. Die haben hier wirklich, also Ackerfläche hier an den Hängen überall. Da geht schon was, ne? Also sei das Zitrone, Mandarinen oder Feldsalat habe ich auch schon gesehen und was weiß ich nicht alles. Kann man sich schon ernähren. Also Wasser hier, man hört es ja überall, da Wasserfall, hier Wasserfall, gigantisch. Von dem her, jetzt sind die echt hier relativ autark. Ich glaube, die ältere Generation, wenn hier mal weg ist, dann weiß ich nicht, was da mit diesen kleinen Nestern hier passiert. Ob die aufgekauft werden dann und dann wird hier übelst die Touristen-Hochburg draus oder was, wäre halt schade drum, ne? Das hat schon Charme. Das ist einfach cool. Ja, dann guckst du hier so und da wieder das Wasser runter. Alles geil. Ist schon nice. So, kommt mal wieder. Ich melde mich später wieder. So. Wo gehen wir denn hier jetzt lang? Ich muss sagen, der Bambusstecker, der macht sich bis jetzt ganz gut. Ich kürze jetzt wieder ein kleines Stückchen ab von dem Trail. Da oben ist irgendwie so ein dickes Hotel da in der Region. Und du würdest so einfach eine Schleife laufen. Du würdest jetzt auf den Weg wieder zurückkommen, auf dem ich jetzt gerade bin. Also für mich völliger Nonsens, weil für mich geht es ja letzten Endes um die Inselüberquerung. Per se. Und deswegen schenke ich mir das. Also hier. Man sieht überall so kleine Schilderchen. Azadis Area, weil da doch immer wieder mal Steinschläge am Start sind. Hey, mal wieder Viech. Geil. Ja, dann schauen wir mal, was uns hier hin verschlägt. Oh, das ist ja geil. Ich glaube, da kommt so eine kleine Brücke. Mäh. Es geht schon. Aber bist du wenigstens alleine. Ist cool. Was ist denn jetzt los? Ja genau, das hast du gesagt. Jetzt bin ich hier Hä? Ja, jetzt habe ich ein Problem, ne? Irgendwie muss ich da lang. Irgendwie hat es da einen fetten Steinschlag gegeben. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Ja, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ach du Heiland. Eieiei. Also wie man sieht, er hat so einen kleinen Steinschlag gegeben. Er kam von hier oben. Dann einfach mal den Zaun hier komplett wegdemoliert. Bis hier. Sag mal Hallo. Mäh. Und jetzt flackt der Zaun hier rum. Jetzt habe ich hier ein nadelohrgroßes Loch irgendwie. Kennt man das überhaupt da so? Ja, hier so, ne? Seht ihr das? Ja, in dem Bereich. Also ich versuche jetzt mal, dass ich mich da irgendwie durchzwängen kann, ansonsten habe ich keine Chance.
Mal gucken. Gucken wir mal. Naja, immer mal was Neues. Soll ja nicht langweilig werden hier. Jetzt muss ich bloß nur irgendwie an meine Stecker kommen hier. Ohne dass ich mir die Dorne noch neu reiß. Komm her. Check. Bin durch. Ich bin durch. Alter. Wer weiß, was mich hier noch alles erwartet. Wenn jetzt noch keiner kommt hier, ist doch alles scheiße. Scheint sie wieder einigermaßen zu gehen. Jetzt gehen wir über eine Brücke. Was bist denn du für einer? Schau aus. Voll mit Matsch. Oh Gott. Wird schon halten, oder? Oh Gott. Aber nicht drüber nachdenken und gehen. Also wenn hier täglich, jährlich hunderte von diesen Ultra-Trail-Runnern drüber ballern über das Ding, dann kann ja wohl nichts passieren, hoffe ich. Und flupp. Ehrlich. So weiter Strecke machen jetzt hier. Sieht man das, dass ich schon klitschnass bin? Eieiei. Ja, ich sehe ganz klein die Ortschaft noch, die ich verlassen habe. Auf dem Weg hier hoch und natürlich eine kleine Bar. Einmal kurz einen frisch gepressten Mango-Smoothie gegönnt. Ein urechtes Schnickers und 2 Bananen. Musst nehmen, was du kriegen kannst hier. Aber wir waren auf 1850 Meter. Habe ich gesehen hier bei AllTrails. War der höchste Punkt. Und bin ich schon ganz zufrieden mit, muss ich sagen. So, und jetzt laufen wir erstmal ein bisschen durch den Wald, so wie es ausschaut. Ein Erdrutsch jagt den nächsten. Landslides. Überall raschelt's. Eidechsen Johnnies hier. Überall sind sie. Die sind so schnell und so klein, die kriegst du mit der Kamera nicht drauf hier. Das ist ein schöner Weg hier. Jetzt mal angenehm zu laufen. Dieses lose Gestein. Aber heute hat die Sonne Bock hier, die hat Kraft. Ein bisschen mehr trinken als gestern. Auf jeden Fall. Prost, wie gesagt, ich mache halt nicht so schnell. Ich mache halt so, wie mein Körper das mitmacht. Muss sagen, es funktioniert schon. Die Wadeln sind halt steinhart, ne? Aber die lockern sich jetzt dann schon im Laufe des Tages, hoffe ich. Und dann sehe ich es halt mal kurz. Aber hier ist schön. Jetzt null Probleme, mal das Zelt aufzustellen kurz. Kein Stress. Ich habe mich natürlich vorher mal wieder einmal verlaufen. Ich sage, wenn du nicht immer mal wieder schaust, bist du weg vom Trail. Ich bin komplett nass. Froh, dass ich jetzt einen kleinen Wasserfall gefunden habe. Mache ich mich ein wenig frisch, fülle meine Vorräte auf. Ist geil. Sehr schön. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist schon wieder 12:30. Also ich gehe jetzt doch diesen Pico Grande hoch da wahrscheinlich und dann gehe ich wieder runter und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt noch. Heute ist es echt warm. Also ich bin schon froh, dass ich meinen Hut ein bisschen auf habe. Den mache ich jetzt dann ein bisschen nass, weil dann kühlt er ein bisschen am Kopf auch. Dann hast du ein bisschen Erkühlung. Oh, muss ich mich jetzt wieder bücken hier. Oh. Also was musst du da immer mal hinter dich schauen, dass du nichts verlierst. Da hängen halt teilweise so Dornen dran runter. Ich habe das Zelt nicht nur dranhängen.
Ratsch. Es ist Zelt im Arsch. 4 Stunden bin ich unterwegs. Geht's eigentlich soweit ganz gut. Bin jetzt froh, dass ich hier ein paar Meter machen kann. Also geht jetzt erstmal hier so da den Weg lang. Ich zeige Ihnen mal ein bisschen was von dem Blick hier. Das ist schon geil. Genau, so ist das. Das Ganze hier echt mal ein bisschen Meter machen, weil Kilometer habe ich heute noch nicht viele runter. Lass es 8 sein oder so. Dann ist es viel. Ich mal kurz zur Dame entgegen, jetzt mache ich mal kurz Platz. Hi. Die hat jetzt Servus gesagt, die hat bestimmt gehört, ich laber Deutsch oder sowas in der Richtung. Hat sie gemeint, ich will jetzt hier eine Konversation anfangen oder so. Nee, ich nicht. Ich will weiter. Ich will halt was schaffen. So ein bisschen. Zumindest, dass ich den Tagessalon ungefähr halten kann. Oh, hier ist schon wieder. Läuft das hier? Ein Rinnsal. Schwupps. Ich glaube, das ist echt ein richtig gutes Training. So eine Vorbereitung auf den IT. Abends würde ich mich jetzt so richtig geil auf ein alkoholfreies Kugelbar-Weißbier freuen. Das dauert noch. Ein paar Tage. Ich sage ja, die Barfußschuhe, wenn da spitzer Stein ist. Ciao. So, hier bin ich noch mal an hier. Ein Bambusstab, der hat sich vorher leider verabschiedet. Aber der hat mir hat mich vor einem Sturz bewahrt. Das muss man ihm zugute halten und deswegen war er echt. Bergauf hat er mir echt geholfen, muss ich sagen. Ja, jetzt zeige ich das mal, wo ich gerade sitze hier. Hopp. Ja, ist schon geil. Ist schon geil. Kurze Banane gegessen. Die schmecken hier richtig geil. Also, njam, njam, njam. Ein paar Nüsse, ein Liter Wasser rein. Und dann gehen wir runter. Es ist jetzt 10 nach 2. Ich hoffe, dass ich um 4 unten bin. Das zieht sich, ne? Du bist halt nicht unterwegs wie so ein Trailrunner, der babababab. Also heute habe ich schon mehr als 3-mal Glück gehabt, dass mich nicht hier die Schlucht runterhaut. Also, wer der Annahme ist, dass der Trail zu jeder Jahreszeit begehbar ist, das ist ein Irrtum. Also, dass ich jetzt schon umgestürzte Bäume auf dem Trail gesehen habe, wo ich unten durchschlürfen habe müssen, Erdrutsche, wo ich irgendwie wagemutig einen Rucksack rübergeschmissen habe und dann selber drüber gesprungen bin, weil ich keinen Bock mehr habe umzudrehen. Und jetzt wollte ich den Weg runtergehen ins Tal. Jetzt ist da irgendwie eine neue Pipeline am Start, wo das Wasser runterschießt. Und ich gehe hier so einen Bauchstellenweg jetzt runter hier, der bloß mit Planierraupen hochgeschoben oder freigeschoben worden ist, um dann diese dämliche Pipeline, vielleicht zeige ich es später mal, zu zeigen. Ich will jetzt einfach nur noch ins Tal. Oh Gott, freue ich mich aufs Essen. Freue ich mich aufs Essen. Naja, ich höre Wasser, das ist schon mal geil. Macht echt richtig Spaß, ne? Absolut. Aber der Trail ist schon auch sehr gefährlich. Das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Ich meine, wenn man keinen Rucksack so dabei hat wie ich und hat nur 16 bis 18 Kilo dabei, ja, tut sich halt ein wenig leichter. Aber so ist es schon sehr risikobehaftet zum Teil. Ach, da unten kommt diese dämliche Pipeline. Ich hoffe, da komme ich jetzt vorbei. Da wäre das, also direkt, wo diese Pipeline gleich hochführt, das zeige ich euch dann gleich, wenn ich da bin. 2 Minuten. Minute. Da geht normalerweise der Trail hoch. Also da kann man auch hochlaufen. Es sind auch Treppen am Start. Allerdings ist das schon sehr, da ist kein Geländer, nix. Also das ist schon krass.
Ich zeige euch das gleich mal. Da wieder Träumchen hier. Aber ihr seht das. Das ist die Pipeline, wo das Wasser runterschießt oder mal runterschießen soll, was weiß ich. Das hört sich nicht so an, als ob der Betrieb drin wäre. Ich drehe mich jetzt mal. Da geht das Ding hoch hier. Da hätte es dann hier schön hochdackeln können. Bam, 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 bam. Also, ob die den danach für den Trail nutzen, das sieht alles sehr, sehr neu aus auf jeden Fall. Ne? Aber ob die das auch für den Ultra-Trail dann nutzen, keine Ahnung. Aber ehrlich wieder. Mich würde echt interessieren, wie die das machen. Ob das jedes Jahr irgendwie eine andere Route ist mit dem Trail oder was. Weil da müssen ja davor immer irgendwie Leute durchgehen und müssen den mal checken, ob der überhaupt begehbar ist. Weil die Route, die ich gelaufen bin, wenn da jetzt ein paar hundert Leute da den Trail da absolvieren wollen, da fällt ja die Hälfte runter. Und das, ja. Naja. Ach, so, jetzt noch ein wenig runter her. Alter Lachs. Naja. Ein Ende ist in Sicht, hoffe ich. Boah. Was für ein Tag. Es ist geschlickler 6:30 und ich habe es wirklich geschafft, einen Platz zu finden, wo ich heute nächtigen kann. Also dieser Mio Trail. Also unfassbar. Ich glaube, sieht man es hier im Rückraum irgendwo ein bisschen. Ich gehe mal kurz da so ein bisschen in die Wiese. Ich habe eine Wiese gefunden. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Da oben auf diesem Berg, wo ich da hin zeige, so ein bisschen, da führt dann diese Pipe runter. Diese große Wasserpipe. Und ich dachte, wenn ich da diesen Weg runter gehe, dann komme ich auch irgendwann unten ins Tal, also in die Ortschaft. Ja, nee. Da war dann abgesperrt, nichts, also was heißt abgesperrt, da ging der Weg nicht mehr weiter. Da ging nur noch eine kleine Wendeltreppe nach unten an dem Ding und das war Lebensmittel. Also war da für mich Schluss. Umkehrschluss musste ich wieder ungefähr 100 oder ja 150 Höhenmeter hoch marschieren, weil ich ja schon die Befürchtung hatte, ich muss noch mal ganz zurück oder beziehungsweise noch weiter hoch und dann irgendwie weiter rum. Also komplett bescheuert. Ich mir dachte, das gibt's doch nicht, da muss doch nur irgendwie ein anderer Trail irgendwie runterführen, ein anderer Weg, was weiß ich. Ne? Und habe nach jeder Kurve irgendwie geschaut, schaut es so aus, als wäre das mal ein Weg gewesen. Und tatsächlich, nach der dritten Kurve, wo ich dann wieder halt Richtung aufwärts war, da war so, hat den Anschein gemacht, ne? Komplett verwachsen. Und dann bin ich 3-4 Meter so ein bisschen reingedackelt, habe das Zeug ein wenig weggeschmissen. Und habe ich ja so ein altes Gestell gesehen, also wo man sich halt festhalten kann, ne? Da dachte ich, oh Gott, ich war so erleichtert. Aber der Weg ist schon ganz schön lange nicht mehr begangen worden, weil was ich da Rosen und was weiß ich für Zeug alles aus dem Weg stanzen habe müssen. Ist wurscht, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin unten angekommen im Tal und bin dann direkt gleich Wasser aufgefüllt. Und dann bin ich wieder auf dem Mio Trail gewesen, auf einen Schlag, komischerweise. Dann bin ich diesem weiter gefolgt, weil ich dachte, okay, es sieht ganz cool aus so in der näheren Umgebung, da kann man sich bestimmt irgendwo niederlassen. Und dann bin ich da hochgedackelt dann, so kleine Serpentinen hoch. Für die mit dem Auto da hochfahren, ne, ist unfassbar. Anderes Thema. Und auf jeden Fall dachte ich dann auch schon wieder, der führt mich falsch, weil er wieder gemeckert hat, hier bist vom Weg abgekommen und so. Und dann habe ich eine alte Frau gefragt, so, wie ich es halt gestern bei dem einen gemacht habe, hier, ich suche einen Platz, wo ich zelten kann. Und natürlich kein Wort verstanden, was sie von ihr wollte. Die konnte nicht lesen, weil es keine Brille aufgehabt, was schon 150 war. Ja, nur irgendwie hochgezeigt, so, und keine Ahnung, ja. Ich habe gedacht, ach komm. Da war es schon 5, halb 6 sowas, ne? Dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt reiß dich zusammen, jetzt machst du eine Stunde. Ich bin komplett im Arsch, komplett hinüber. Und bin dann weiter und habe dann nochmal geschaut, oh, das könnte gut aussehen. Und tatsächlich, nach 8 Stunden habe ich hier diese Wiese hier entdeckt. Als Panorama ist natürlich auch schon wieder faszinierend, geil hier. Ein bisschen mit Wald dabei. Man hört hier in dem Wald, da ist Wasserfall noch drin. Ist gerade eine dicke Wolke über uns. Ja, und hier haben wir das Zelt aufgepitcht. Hier steht der Zelt. Ich bin so froh, dass es einigermaßen, ich werde so gut pennen heute. 100%. Boah, das wird langsam frisch.
Ich bin durch gewesen, komplett nass, ne? Aber es trocknet langsam wieder. Aufgerissen. Ich bin scheiß drauf. Ich habe mir jetzt was zu essen gemacht. Ich habe so einen Kohldampf, ich werde das Zeug so reinschaufeln. Einmal hier schön Tactical Food. Ah. Der gute taktische Food. Spaghetti Bolognese und einmal die, wie gesagt, ne? Die gute Instant-Nudel. Die muss ich nochmal umrühren, bevor ich sie mir einverleibe. Wie ich morgen dann verfahre, am Montag muss ich schauen. Ich werde essen und dann werde ich irgendwie noch, keine Ahnung, ich gehe direkt ins Zelt. Und schlaf. Ich bin todes im Arsch. Ja, so viel dazu. Also der Tag heute war echt abenteuerlich. Leck mich am Arsch. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Naja, gehört dazu. Das macht's halt aus. So, ich esse jetzt. Ciao. Schwupps, einen wunderschönen guten Morgen. Montag, letzter Tag, Madeira wandern heute. Zelt ist abgebaut, haben alles wieder sauber hinterlassen, wie sich das gehört. Und jetzt gehen wir dem Ende entgegen. Könnte trotzdem heute noch eine anspruchsvolle Wanderung werden, da ich noch über einen kompletten Gebirgskamm muss, um dann über die andere Seite der Insel, dann in eine kleine Ortschaft, was klein, Santa Cruz, nicht Santa Cruz, das andere war Santa Cruz, wie ist denn das? Ist wurscht, auf jeden Fall ist da in die Richtung auch noch wieder Ortschaft. Und da habe ich mir dann eine Unterkunft gesucht. Und da muss ich auf jeden Fall erstmal diesen Berg hier hoch auf jeden Fall. Ich habe jetzt gefrühstückt wieder, bin fit. Wasser habe ich halt jetzt keins mehr. Aber da taucht jetzt schon wieder was auf. Und ja, körperliche Verfassung, ja ein bisschen Muskelkater habe ich in die Waden. Also nicht in die Waden, sondern an den seitlichen Fußmuskeln irgendwie ein bisschen. Aber jetzt nicht tragisch. Die Waden passen eigentlich soweit. Kreuz auch. Echt gut gepennt, wie gesagt. Also hat so ein bisschen gedauert, bis ich eingeschlafen bin. Also so um 10 oder was. Und dann habe ich geschlafen wie ein Stein. Und da bin ich gekommen. Und jetzt gehen wir hier hoch. Und schauen mal, was uns da erwartet hier. Es geht nämlich wieder schön steil bergauf. Ich freue mich heute auf eine Dusche. Hola chica. So, wie immer habe ich es mir nicht nehmen lassen, bei der ersten besten Snackbar, um mich noch zu stärken. Ein sehr leckeres Omelett mit Toast, Kräuter, Tomaten. Sehr geil, sehr geil. Das ist alles echt für einen adäquaten Taler, wenn es hier mehr oder weniger Touristenhochburg ist. Also man sieht, dass die Taxis hier permanent nachfahren und die Busse und schmeißen die Leute raus, die halt hier Tageswanderung machen oder was weiß ich. Boah, hier geht der Wind aber ganz schön, das ist ganz schön frisch. Echt anziehen. Ja, also ich glaube, für mich geht es jetzt eigentlich nur bergab hier. Wanderwege werden mich nicht sehen, aber nichtsdestotrotz habe ich einiges an Strecke zurückzulegen, bis ich in das Nest komme, wo meine Unterkunft eben ist. Wir werden mal sehen, wie lange das wir brauchen. Ich glaube, bis um 3 muss ich sowieso unterwegs sein, weil vorher ist kein Check-in möglich. Und von dem her habe ich jetzt 5 Stunden Zeit, da gemütlich anzukommen. Ich bin jetzt wirklich gut gestärkt, ich habe volle Wasserflaschen dabei. Und genau, so sieht das aus, letzter Tag. Ich hätte noch 2 Tage im Meer gebraucht und dann hätte ich die Inselüberquerung komplett geschafft, also zumindest den Mio Trail. Aber war herrlich. Also ich kann Madeira nur jedem empfehlen, der dann mal Bock hat oder so, sich das Ganze mal anzuschauen. Ist jede Reise wert. Einfach mal ankommen, dann kann sich hier sofort am Flughafen ein Mietauto holen und dann eine Tage kannst du die Insel erkunden. Boah, wer hätte es gedacht? Haben uns vorher wieder mal verlaufen. Aber Gott sei Dank, weil der Weg ist hier viel angenehmer und viel schöner. Was heißt angenehmer? Aber er ist schöner. Viel natürlicher. Alter, ich habe noch nie so ein dickes Blatt Farn gesehen hier. Ein riesiges Ding. Hervorragend geil. Schön. Ist mir lieber als Asphalt. Das ist wenigstens ein bisschen was von der Natur.
schon wieder Weg. Der schaut schon wieder nach dem Weg aus. Ich muss hier schon wieder auf die Karte gucken. Halt, steh. Dann fällst du halt um. Zückte er sein Handy gerade. Mittagspause leicht gemacht. Bist du doof oder was? So, jetzt muss ich mal gucken. Neu zentrieren. Nee, doch. Es geht hier straight ahead. Ich könnte auch hier laufen, aber das wäre the wrong way. Das ist halt so, ne? Hier ist nichts ausgeschildert, nichts. Du musst halt einfach ab und zu deine Glubschaugen aufmachen. So, zack. Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich glaube, das bin jetzt noch eine Stunde oder anderthalb auf diesem Mute Trail und dann wird abgebogen ins Tale. So, ich bin's mal wieder. Jetzt habe ich ja was Merkwürdiges entdeckt hier. Keine Ahnung, was das ist, aber hier flaggen überall so komische Kanister rum. Zeige ich euch gleich mal, warte mal. Da bauen die damit irgendwas an, aber die flaggen überall irgendwie rum hier. Warte mal. Hier. Da kommen wir dann einfach vorbei. Porn in, was steht da? Porn in der IPA. Das sind irgendwie... Was ist das? Was ist das? Aber die machen hier mit irgendwas. Aber die... Ich weiß nicht was. Hier, flaggen die nächsten. Hier. Da ist irgendwas drin. Ist das für die Insekten oder so? Das geht die ganze Zeit so weiter mit den Dingen hier. Jetzt dreh mich mal. Bin ja kaum neugierig. Was ist denn das mal? Also hier sind so Bäume, ne? Die sollen wohl wachsen da. Wenn ich jetzt so ein Ding anschaue hier. Ist das vielleicht so als Wasserspeicher für die? So als Tröpfchenbewässerung? Weil, ja doch, das kann ich mir schon vorstellen. Weil in jedem so ein Bäumchen sind diese Dinger da eingestellt. Ja. Die sind hier überall. Das ist wahrscheinlich mal für schlechtere Tage, wenn es hier mal nicht regnet oder so, dass das Wasser gespeichert ist in diesen Behältnissen da. Dass die Bäume da Wasser bekommen, anders kann ich mir das vorstellen. Das sah hier aus. Ich dachte, die schmeißen hier schon wieder den übelsten Müll in den Wald rein. Da ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass die das tun. Kleine Schweinchen sind es ja doch. Aber wie gesagt, hier überall. Hier. Ja, ich bin übrigens schon wieder vorher einmal falsch abgebogen. Subi. Musste ich wieder ein paar 100 Meter hinauflaufen. Schon eine halbe Stunde verloren oder so. Ist das der Weg? Nee, sieht nicht so aus. Da, du musst. Ich kann es wiederholen. Der Mio Trail, der macht mir noch wahnsinnig hier. Ach, schön hier. So, jetzt geht's wieder bergab. Ich mach die Klappe zu. Ciao. So, raus aus dem Wald und rauf auf den Asphalt. Schön. Und wer jetzt nicht denkt, wie ich, dass der Baum hinter mir aussieht wie ein Hase, oder? Ich habe eine blühende Fantasie, aber ich finde, das sieht extrem aus wie ein Häschen, oder? Ja, mit viel Fantasie, 2 Ohren, spitzes Näschen, Schnäuzchen. Ein fettes Bäuchlein, so wie ich. Ja, kurz vor 12. Läuft mir gut in der Zeit. Wie gesagt, bevor es dunkel wird, machen wir einen Hitchhiker. Lassen wir uns die restlichen paar Meter nur kurz irgendwie kutschieren. Das wird dann erwascht. Aber bis jetzt sieht es gut aus, dass wir es hinschaffen. Aber das kannst du hier nie einschätzen. Das ist, auf der Karte sieht es so nah aus und dann
geht es doch wieder 50 Mal auf und ab und dann hast du zwischendrin doch wieder ein paar Kilometer mehr. So, ich sitze hier hinter einem richtig geilen Zitronenbaum. So eine kleine Ortschaft oder am Rande einer Ortschaft. Und war so frech und hab mir eine runtergezwickt. Werde ich mir nachher schön schmecken lassen. Ich verlasse hier den Trail da oben und dann gehe ich runter in die Ortschaft bzw. ins Tal. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauche, wenn ich bei Google Maps eingebe, ich möchte zu dem Hotel, dann schickt der mich um die komplette Insel rum, also komplett bescheuert. Mit dem Auto wärst du eine halbe Stunde unterwegs, man als Anhalter auch eine halbe Stunde. Also gehe ich mir davon aus, 3 Stunden oder so bist du auf jeden Fall am Start. Und das würde ja auch passen. Irgendwo vielleicht noch was suchen, wo wir was essen können dann. Auf jeden Fall mache ich jetzt weiter. Ich habe jetzt bloß kurz Pause gemacht, hier was getrunken, ein paar Nüsse gegessen und genau. Ja, super nette Leute hier. Die hat hier alles in ihrem Garten da unten. Hühner, Ziegen, Schafe, Hunde, Katzen. Hast du nicht gesehen. Geil. Gefällt mir. Mehr bräuchte ich auch nicht. Also Madeira ist schon wirklich, hat was. Es ist einfach so Welt für sich irgendwie. Schau dir die Katze, wie sie die Katze packt. Ah! Nice. Ach, herrlich. Ja, die macht hier ihr Zeug, ne? Der Arsch schaut zwar raus, aber mei, ist doch wurscht. Wen interessiert's? Na gut, es schlägt 12. Ich esse jetzt noch ein paar Nüsse und dann geht's weiter. So, ich bin jetzt in San Vicente und habe mir hier gerade eine kleine Pizza gegönnt hier. Pizza Tonno, Al Tonno. War sehr geil. Jetzt muss ich mal kurz hier. Schon ein herrliches Nest auf jeden Fall, aber boah, jetzt hier ewig da die Teerstraße runter marschiert. Alle Brausen sind an dir vorbei. Und für mich war es das hier, aber ich komme hier nicht weiter. Ich denke mir die ganze Zeit, warum schlägt er, also wenn ich Google Maps eingebe, ich möchte zu Fuß zu meiner Unterkunft, schickt er mich um die ganze Insel rüber. Aber jetzt weiß ich ja warum, weil ich halt nicht durch den Tunnel durch darf. Da ist der Tunnel. Da sind auch ganz viele große Schilder, dass du dann zu Fuß nicht durch darfst. Ja, es geht dem Ende entgegen auf jeden Fall. Es geht dem Ende entgegen. Ja, es ist hier alles auf Touri getrimmt hier, aber wir gucken uns das trotzdem mal, das ist doch wurscht. Es sieht schon geil aus, ne? Also eher so der Background mit den ich hätte es einfach mal toskanischen Häusern da. Ist schon cool. Wie die einfach so reingeschmissen sind in die Berge da. Eine kleine Höhle, meinst du, man kann da durchgehen? Schauen wir mal in dieser Höhle. So, dreh mich mal. War eine sehr schöne Zeit hier. Ich werde bestimmt noch mal wiederkommen. Vielleicht mit etwas mehr Zeit im Gepäck. Das war halt jetzt nur 7 Tage, da war ein Tag Anreise zur Unterkunft, weil, ne, und dann ein Tag Sturm, ein Tag Abreise, sind schon 3 Tage weg. Also effektiv gelaufen bin ich dann 5 Tage jetzt, aber wie gesagt, also war schon auch sehr geil, muss ich sagen. Gut, Fried. Dann vielleicht bis später, wenn nicht, dann war es an der Stelle. Ne? Alles klar. Bis denn.
So, ein letztes Mal. Das ist meine Unterkunft übrigens. Licht aus. Es wird gleich wieder hell. So. Das ist schon jemand hier. Ja, also. Ich bin ja, wie gesagt, mit dem Fahrzeug hergefahren, weil es wäre einfach zu weit gewesen. Ich hätte theoretisch noch am Atlantik lang können zu Fuß. Aber das wären von dieser Ecke, wo ich dann mal Pizza genascht habe und so, nochmal 15 Kilometer gewesen. Und da war es schon 15 Uhr. Dementsprechend wäre ich hier relativ spät angekommen und wahrscheinlich tot. Nee, das war schon in Ordnung. Ich habe mir dann, wie gesagt, Taxi geholt. 20 Euro. Jetzt bin ich hier, so ein kleines Studio, das passt. Die haben zwar einen Pool, aber da kann man nicht reinspringen. Was das da ist, weiß ich nicht. Hier fließt überall Wasser. Das Grüne hier schaut aus wie so eine Kläranlage. Und dann wollte ich hier kurz mal meine Wäsche waschen, ne? Also T-Shirt und so. Ja, kein Problem, ja. Bring ich vorbei. Dann gehe ich zur Rezeption. Da liegt es mir ein Zettel hin, wo aufgelistet war: ein T-Shirt 7 Euro, eine Boxershort 5 Euro, ein paar Socken 4 Euro. Wo ich mir gedacht habe, ist das euer Punkt ernst? So, habe ich mich kurz dann umentschieden und habe das, schnell bei mir im Apartment selbst gemacht, ne? Ging auch. Das muss halt jetzt trocknen bis morgen früh, aber ich denke, das klappt schon. Genau. Ich gehe jetzt essen. Das Restaurant ist irgendwie die Straße runter. Dann esse ich noch irgendwie einen schönen fetten Salat. Vielleicht mit Thunfisch oder was. Und dann ist Schluss hier. Es ist jetzt 7 Uhr. Ich sag, es war herrliche Zeit hier. Absolut. Ich war noch mal kurz beim Supermarkt und habe Banane gekauft. Für morgen, für den Flug. Genau. Oh, Taxi muss ich noch ordern zum Flughafen. Fällt mir gerade ein. Alles kriege ich auch noch hin. Dann ist Madeira schon vorbei. Leider Gottes. Muss ich nur noch mal kurz fragen, ob ich da auch richtig gehe zu dem Restaurant. Aber ich denke schon. Hier ist der Pool, in dem man nicht rein darf, weil das Wasser wahrscheinlich irgendwie kacke ist oder was. Genau, also wie gesagt, ich gehe jetzt dann kurz runter. Wo ist die Rezeption? Hier in dem Kaff gibt es auch relativ viele verlassene Häuser, wo drauf steht Vendor oder so. Also ich kann es kaufen theoretisch. Würde mich jetzt nur interessieren, was die kosten hier. Hey, ruhig ist es hier schon, ne? So, wir essen jetzt. Und dann gehen wir zeitig ins Nest, hoffen, dass die Klamotten morgen trocken sind und dann geht's wieder heim. In das verregnete, kalte, hässliche Deutschland. Ich habe überhaupt keine Lust. So. Ciao mit V.